Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute ist mir wieder die Ehre zuteil, dass ein Universitätsprofessor aus Wien heute da ist. Das ist der Dr. Kurt Schicho. Ganz herzlich willkommen, lieber Kurt. Grüß dich, servus. Wir haben schon 2 wunderbare Sendungen mal machen dürfen miteinander und heute möchte ich gerne mit dir ein anderes Thema anschneiden, nämlich möchte ich mit dir über Viren, Bakterien und Keime sprechen, was die eigentlich so untereinander gemeinsam haben. Wir stecken ja jetzt im Moment gerade in einer Viruszeit drin mit der Pandemie, mit der sogenannten Pandemie, und da möchte ich gerne mit dir ein bisschen über dieses Thema sprechen, wenn du erlaubst. Ja, es ist danke also für die Einladung. Ich bin gerne am Bodensee und ich bin froh, dass es im Moment, wenn auch nur eingeschränkt, dann doch die Möglichkeit gibt, Reisetätigkeit auszuüben. Du kannst dir vorstellen, gerade an der Universität sind wir ja in einem sehr internationalen Umfeld tätig und lieben auch die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen genauso wie ich das Reisen, den internationalen Austausch, und das ist schon, abgesehen von den medizinischen katastrophalen Situationen, die wir international sehen, auch eine große Entbehrung, dass wir nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind, reisen können. Ja, ich hatte ein paar Professoren, die konnten nicht kommen, weil es die Universität verboten hatte. Ja. Das war so. Es ist einfach die ungewohnte Situation auch. Also es gibt natürlich Schlimmeres. Nicht, krank zu sein ist wesentlich schlimmer als nicht reisen zu können, aber allein dieses Bewusstsein, dass Dinge, die eigentlich selbstverständlich waren, plötzlich durch einen, ja, nennen wir es einen unsichtbaren Feind, verunmöglicht werden und wir uns innerhalb kürzester Zeit in einer Situation befunden haben, die wir eigentlich uns Monate davor noch nicht einmal vorstellen hätten können. Was mich aber auch immer wieder verwirrt, und ich meine, ich möchte nicht zu tief jetzt in das Corona-Thema reingehen, aber wenn ich die gesetzlichen Bestimmungen lese, was eine Pandemie ist, dann steht eigentlich immer im Druckten drin, eine Pandemie ist, wenn punktuell, örtlich ganz viele Leute erkranken. Naja, ich sehe nur Infizierte und ein Infizierter ist kein Kranker. Da möchte ich gleich vorausschicken, ich bin eigentlich Professor für biomedizinische Technik und ich bin Facharzt für plastische Chirurgie und jetzt kein Experte für diese Dinge. Was ich sagen kann, ist eine schreckliche Situation, und ich habe mir eigentlich überlegt, wo ist jetzt Viren und Pandemie nicht mein Arbeitsgebiet und nicht mein Spezialgebiet ist, habe ich mir doch überlegt, weil ich bin ja auch als plastischer Chirurg natürlich Mediziner und mache mir meine Gedanken, und da habe ich einen sehr interessanten Spruch, eine sehr interessante Aussage gelesen, die mich sehr bewegt hat. Und zwar, wenn jemand ein Problem entdeckt und nichts zu seiner Lösung beiträgt, oder zumindest versucht, etwas zur Lösung beizutragen, dann macht er sich selbst zu einem Teil des Problems. Perfekt. Und wir machen ja sehr viel im Bereich der biomedizinischen Technik, im Bereich der Chirurgie, Forschung zum Thema Licht. Wir haben ja, wie du erwähnt hast, schon 2 interessante Gespräche zu diesem Thema führen dürfen. Und wir haben gesprochen, wie man pulsierendes, kaltes Rotlicht in der Medizin einsetzen kann für Wundheilung, Schmerzlinderung. Für Schmerzlinderung. Das sind unsere Themen, mit denen wir vertraut sind, mit denen wir seit vielen Jahren uns auch wissenschaftlich und klinisch beschäftigen. Und in der Literatur, der medizinischen Fachliteratur, ist aber schon seit langer Zeit bekannt und gut beschrieben, dass Licht in verschiedener Form in Verbindung mit bestimmten Substanzen, auch mit Natursubstanzen, eine sogenannte photodynamische Inaktivierung ermöglicht. Das heißt, es wäre eine Entkeimung oder Entwirrung möglich? Exakt. Und zwar funktioniert dieses Prinzip sowohl für Viren als auch für Bakterien und Pilze. Dieses Prinzip haben nicht wir erfunden. Dieses Prinzip ist in der Literatur bestens bekannt, bestens beschrieben. Nur ich bringe immer gerne ein anschauliches Beispiel. Wenn ich das Rad erfunden habe, habe ich damit noch keinen super Sportwagen. Also da ist noch ein Schritt oder mehrere Schritte notwendig. In der photodynamischen Inaktivierung von Keimen, Bakterien, Pilzen und Viren ist das Prinzip schon lange bekannt. Licht, bestimmte Eigenschaften, nicht jedes Licht, aber für spezifische Anwendungen natürlich bestimmte Arten von Licht, bestimmte Wellenlängen, bestimmte Energie, bestimmte Frequenzen,
in Verbindung mit auf den jeweiligen Anwendungsfall genau abgestimmten Photosensitizern, wie man es auch nennt. Aber dieses Prinzip ist bekannt. Nur die Frage, um auf die Pandemie und auf deinen Einstieg zurückzukommen, wir haben hier ein Problem und wir kennen das Prinzip. Nur mit dem Prinzip alleine können wir zur Problemlösung noch nichts beitragen. Und ich habe mir gedacht, als Wissenschaftler, der die Möglichkeiten und die Infrastruktur hat an der Universität, was kann ich in meinem kleinen Bereich mit meinen Möglichkeiten zur Lösung möglicherweise beitragen. Wir alle hoffen auf den Impfstoff, wir alle hoffen auf die geeigneten Medikamente, weil wir alle wissen, das wird die Voraussetzung sein, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ich kann weder einen Impfstoff entwickeln mit meinem Fachgebiet, ich kann weder ein Medikament entwickeln, das ist nicht meine Expertise, das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich bin eben im Fachgebiet biomedizinische Technik tätig, beschäftige mich schon sehr lange mit Anwendung von Licht in der Chirurgie und mit den Grundlagen der Wechselwirkung von Licht und Gewebe. Und da entdecke ich in der Literatur die sehr detaillierten Beschreibungen bereits, wie Licht in Kombination mit Photosensitizern Viren, Bakterien und Pilze eliminieren kann. Also das ist total innovativ. Ja. Ich sehe die Leute heute alle, die gehen in ein Einkaufszentrum oder überall wird das mit Desinfektionsmitteln gearbeitet, was auch für das Mikrobiom der Hände wahrscheinlich alles andere als gesund ist. Aber hätte ich hier eine Maschine schnell rein, so kurz mit Licht bestrahlen und dann wären die Hände auch sauber. Ja, die Händedesinfektion ist noch das kleinere Problem, ein bisschen eine trockene Haut und kann man auch wieder mit Hautpflege bekämpfen. Wir möchten keine Probleme lösen, die gar nicht im Vordergrund stehen. Ich kann ja auch mit einfachsten Hausmitteln jeden noch so gefährlichen Keim eliminieren. Braucht das nur anzünden, dann ist es weg. Nur damit, Spaß beiseite, schädige ich auch das Gewebe. Das heißt, die Herausforderung ist, Keime, in dem Fall Viren, Bakterien, auch Pilze, wegzubekommen, ohne dabei das Gewebe zu schädigen. Also es nützt nichts, wenn die Keime eliminiert sind, aber das Gewebe Schaden nimmt. Die Händedesinfektion, ja, mitunter gibt es trockene Haut, vielleicht Hautreizungen, aber das ist noch das kleinere Problem. Also das ist absolut kein Grund, jetzt auf die Händedesinfektion zu verzichten oder die Händedesinfektion einzuschränken. Das ist nicht wirklich das Problem. Das Problem besteht ganz, ganz stark in den Atemwegen. Und gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie, wo wir nach wie vor, Gott sei Dank, zwar die Situation haben, dass ich wenigstens von Österreich in die Schweiz kommen kann oder nach Deutschland kommen kann, nach Italien Gott sei Dank fahren kann, aber wir sind weit davon entfernt, dass das Problem derzeit noch gelöst ist. Also wir haben keinen Impfstoff, wir haben, Gott sei Dank gibt es Fortschritte, aber wir sind weit davon entfernt, sagen zu können, das Problem sei gelöst. Letztlich die Übertragung erfolgt zunächst einmal über die Atemwege. Das heißt, wir wissen, Kreuzfahrtschiffe, ich persönlich trauere jetzt nicht gerade den Kreuzfahrten nach, das ist nicht gerade meine Präferenz, aber Kreuzfahrtschiffe liegen verankert. Es ist ein Milliardenschaden für die Branche, dass die Schiffe nicht fahren können und über einen Zeitraum, der schon wesentlich länger andauert, als man sich das erwartet hatte. Oder Flugreisen beispielsweise. Es gibt immer noch international enorme Einschränkungen im Flugverkehr. Ja, wer hat noch Lust drauf jetzt im Moment? Genau, also die Vorstellung, im Flugzeug zu sitzen auf engem Raum, auch wenn man natürlich die Sicherheitsmaßnahmen einhält, Händehygiene und so weiter, aber das ist weit davon entfernt, auch nur in die Nähe eines Normalbetriebes zu kommen. Oder Veranstaltungen. Ich meine, im kulturellen Bereich, sei es ein Konzert, sei es eine Ausstellung, gibt es schon Möglichkeiten, gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu implementieren. Nur die Stimmung, also wenn ich denke, früher mal große Konzerte, das lebt ja auch davon, dass da irgendwie soziale Interaktion besteht. Also die jetzt notwendigen Maßnahmen in der Corona-Pandemie fördern ja nicht gerade die positive Stimmung. Nicht? Und da muss man sich bewusst machen, dass die Übertragung eben über die Atemwege funktioniert. Und wir haben uns überlegt, wenn es möglich ist, und daran besteht kein Zweifel, das ist in der Literatur bestens dokumentiert, in der Kombination aus Licht und Photosensitizern die Viren zu eliminieren, ohne dabei das Gewebe zu schädigen. Dann hätten wir, wenn das implementiert wird,
die Chance, einfach die Zeit, bis Impfstoffe, bis Medikamente ausreichend zur Verfügung stehen, wesentlich zu erleichtern und zu überbrücken. Also wenn man jetzt beispielsweise ins Flugzeug, ins Kreuzfahrtschiff, in die öffentlichen Verkehrsmittel einsteigt, wenn man in eine Veranstaltung geht, wenn man in Krankenhäuser geht, Rehab-Einrichtungen, Pflegeheime, Schulen, Universitäten, wir müssen oft Vorlesungen wahrscheinlich ab Herbst per Telelearning abhalten, weil einfach die Risiken sonst zu groß wären. Wenn man da die Möglichkeit hätte, beim Eintreten in diese Innenräume, Verkehrsmittel oder andere Räume, die zumindest oberen Atemwege zu dekontaminieren, keimfrei zu bekommen, ohne dabei das Gewebe zu schädigen, dann hätten wir enorm gewonnen. Ja, und wie? Ja. Und dieses Problem natürlich ist zwar jetzt durch die Corona-Pandemie besonders im Bewusstsein. Jeder denkt daran, jeder ist davon in irgendeiner Weise betroffen. Aber das Problem besteht selbstverständlich nicht nur im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, sondern dieses Problem besteht seit jeher im Zusammenhang mit allen Atemwegserkrankungen. Aber trotzdem ist es ja nicht unbedingt schädlich. Ich meine, wir haben alle Jahre unsere Influenza, was ja auch eine virale Entzündung ist, der oberen Atemwegserkrankung. Das ist nicht schlimm. Wir kommen ja immer wieder gestärkt heraus aus dieser Erkrankung. Das kann ich jetzt nicht unterschreiben, da bin ich nicht der Experte dafür, also möchte mich auch gar nicht dazu äußern. Allerdings, Faktum ist die Übertragung. Also ich bin kein Infektiologe, ich bin kein Internist, aber es gibt Tausende Grippetote, also das ist also auch ein Problem. Ich stelle das nicht in Relation zu Corona oder sonst was, aber es ist ein Problem, das auch unabhängig davon besteht. Oder im Krankenhaus, das ist jedem, der in dem Bereich irgendwann einmal tätig war, natürlich bewusst, Lungenentzündungen. Bei Leuten, die länger im Krankenhaus liegen, ist das eines der gefürchteten Probleme, dass zunächst der Operation, was auch immer es ist, gut geht. Und im Zuge des Spitalsaufenthaltes oder erst recht auf der Intensivstation eine Lungenentzündung entsteht. Ist das über diese Keime dann? Letztlich sind Erreger dafür verantwortlich, die irgendwie dahin gelangen. Und ein wesentlicher Übertragungsweg, eben ob das in der Grippezeit ist, ob es andere Atemwegserkrankungen betrifft, erfolgt zu einem wesentlichen Teil über die oberen Atemwege. Und unsere Idee, und das war eben, um auf meine Einleitung zurückzukommen, meine Überlegung, was können wir, ich selbst, meine Kolleginnen und Kollegen, im Rahmen unserer Möglichkeiten zur Lösung des Problems beitragen. Und damals gedacht, wir bringen photosensitive Substanzen, was ist das zum Beispiel? Ich darf noch keine Internas verraten, aber wir haben ja eine sehr enge Kooperation mit dem Dozenten Plätzer in Salzburg, ein Speziallabor, das auf diesem Gebiet also enorme Expertise aufweist. Wir arbeiten zusammen mit Dr. Dungel vom Ludwig-Boltzmann-Institut in Wien. Wir arbeiten auch mit der AGES hier in diesem Zusammenhang eng zusammen. Ich darf natürlich keine Internas noch verraten, weil wir arbeiten mit Hochdruck daran. Photosensitive Substanzen, das können teils auch Naturstoffe sein, die ganz wesentlich das Gewebe nicht schädigen und die in Verbindung mit Licht bestimmter Eigenschaften, die Besiedelung in dem Fall der Viren eliminieren oder zumindest drastisch reduzieren. Und hier beschäftigen wir uns damit eben diese Substanzen bestmöglich in dem Ort des Geschehens, wo die Infektion übertragen wird, einzubringen, zu verteilen und auch mit möglichst wenig Aufwand, weil nur so ist es massentauglich, das Licht dorthin zu bringen. Und wir hoffen, dass wir hier doch in absehbarer Zeit unseren kleinen Beitrag leisten können, die Situation zumindest jetzt akut ein wenig zu entschärfen, längerfristig aber auch dazu beizutragen, diese gängige Problematik mit Atemwegserkrankungen auf Intensivstationen, in Pflegeeinrichtungen etwas zu reduzieren. Hast du eine Ahnung, wie es jetzt im Krankenhaus reagieren würde mit multiresistenten Keimen, mit dieser Art von Technologie? Das Interessante bei der photodynamischen Inaktivierung ist, dass der Mechanismus der Elimination ein völlig anderes, als ob ich jetzt von Viren oder von Bakterien spreche. In dem Fall geht es um Bakterien, wenn du von multiresistenten Erregern sprichst. Das ist ein bekanntes Problem, Antibiotikaresistenzen, die auch in anderen Ländern noch das größere Problem sind als bei uns, aber ein enormes Problem darstellen, dass man praktisch auf alle gängigen Antibiotikaklassen
nicht mehr anspricht. Das ist umgangssprachlich formuliert, das Problem, um das es geht. Also wir haben einen Infekt und der ist mit den üblichen Antibiotika nicht mehr richtig behandelbar. Versucht man andere zu finden und vielleicht hat man keines mehr. Mit der photodynamischen Inaktivierung beruht die Wirkung auf einer völlig anderen Weise, also auf ein völlig anderer Wirkmechanismus, der dem zugrunde liegt. Das heißt, wir haben dieses Problem der Resistenzen voraussichtlich nicht mehr. Und können das wäre sensationell, oder? Wir hoffen, dass wir hier möglichst schnell in die klinische Anwendung kommen. Natürlich medizinische Forschung im Bereich von Medizinprodukten ist enorm aufwendig. Aber da hast du mir mal gesagt, solche Sachen laufen ja immer wieder ein bisschen in Kooperation mit der Industrie, damit das überhaupt finanziert werden kann. Das wäre anders überhaupt nicht möglich. Es ist immer notwendig, hier auch... Habt ihr hier jemand im Hintergrund? Wir arbeiten hier seit vielen Jahren eng zusammen mit der Firma Repuls. Das ist ein Unternehmen, das auch, also ein österreichisches Unternehmen, das enorme wissenschaftliche Kompetenz im Zusammenhang mit Lichtanwendungen verfügt, mit denen wir auch schon zahlreiche Forschungsprojekte, auch öffentlich geförderte Forschungsprojekte erfolgreich durchführen konnten. Und hier konnte ich auch diese Firma wieder gewinnen, uns im Rahmen der Möglichkeiten zu unterstützen. Und man muss sich vorstellen, gerade wenn wir in der jetzigen Situation unter großem Zeitdruck arbeiten, wird es umso teurer, umso aufwendiger. Jede Studie, die man macht, das muss bei den entsprechenden Stellen eingereicht werden, es muss monitorisiert werden. Also der Aufwand, auch allein der bürokratische Aufwand ist enorm, wann immer man was ausprobiert. Das ist natürlich richtig und ich bin ein Befürworter, dass das so gemacht wird. Ich bin absolut dagegen, dass man so nach dem Motto, schauen wir mal und probieren wir mal, das ist keine seriöse Forschung. Das ist notwendig und dient der Sicherheit, dass man so strenge Vorschriften hat in der medizinischen Forschung, aber unweigerlich führt das zu auch enormen finanziellen Aufwendungen. Und das ist natürlich gerade in kleineren Ländern nicht immer leicht, hier das finanziert zu bekommen. Braucht ihr da noch irgendwelche Hilfe? Ich finde jetzt diese Idee von euch brillant. Ich sehe auch hier ein bisschen die Hoffnung für die Menschen, die jetzt nicht positiv auf eine Impfung ansprechen, im Gegensatz, wie du jetzt gerade formuliert hast, die Impfung als Segen zu betrachten. Es gibt viele Leute, die sind auch kritisch, aber mit dieser Technologie könnten eigentlich die Leute sich auch entkeimen. Nein, es geht darum, wenn man muss da zwei Dinge trennen. Also bin absolut nicht kompetent und kann nichts zur Diskussion über Corona, Impfstoff oder Medikamente beitragen, weil es einfach nicht mein Fachgebiet, nicht meine Expertise ist. Ich hoffe, dass das bald kommt und dass das funktioniert, aber selbst wenn dieses Problem gelöst ist, und wie alle hoffe ich natürlich, dass das möglichst bald passiert und wir endlich erstens das medizinische Problem gelöst haben und zweitens unsere Reisefähigkeit oder Reisemöglichkeiten wiedererlangen. Aber unabhängig davon wird es weiterhin Influenza-Wellen geben, wird es weiterhin Lungenentzündungen geben, wird es weiterhin Wunden geben in Krankenhäusern, die mit Problemkeimen besiedelt sind, wird es weiterhin auch Probleme geben, wo zum Beispiel künstliche Gelenke, Knieendoprothesen, Hüftendoprothesen beispielsweise, mit Keimen besiedelt sind und enorme Probleme für die Patienten machen. Allerdings. Ja. Und hier ist die Idee, dass man mit dem Prinzip der photodynamischen Inaktivierung einen wesentlichen Beitrag zur Lösung leisten können. Weil man muss etwas sich vor Augen halten. Es geht nicht nur darum, geeignete Antibiotika zu finden. Und das ist schon aufwendig genug, aber selbst wenn wir Antibiotika haben, die auf die Keime wirken, müssen diese Antibiotika auch an den Wirkort kommen. Und gerade wenn Endoprothese beispielsweise im Knie oder Hüfte infiziert ist, dann bekomme ich in dieser Stelle häufig nicht die notwendige Konzentration der Antibiotika hinterher. Das heißt, auch hier ist die Idee, dass man mit der photodynamischen Inaktivierung, also durch das Anbringen von Photosensitizern plus die Einwirkung von Licht, eine enorme Unterstützung für diese Problemlösung bieten können. Also total innovativ. Ich hoffe, dass ihr genügend Gelder findet, um diese Sache zu finanzieren. Das mit den Geldern ist immer ein Problem. Also es ist, um hier Fortschritte zu erzielen,
muss man natürlich eine entsprechende Expertise darin haben. Wir arbeiten hier sehr multidisziplinär. Jeder in seinem Bereich. Wir brauchen, wie du dir vorstellen kannst, Experten für die Viren, Experten für die Bakterien, Experten für die Lichteigenschaften des Gewebes. Also hier arbeiten interdisziplinäre Gruppen zusammen. Jetzt bei der Inaktivierung des Coronavirus zum Beispiel brauchen wir ein Speziallabor, mit dem wir zusammenarbeiten, um überhaupt damit hantieren zu können. Nur die Experten im jeweiligen Fachgebiet sind keine Banker. Das sind keine Investmentbanker, das sind keine Leute, die sagen, ich greife zum Telefon und treibe jetzt schnell einmal 1 Million Euro auf. Also das ist etwas, wo wir natürlich auch an unsere Grenzen stoßen. Ich bin der Firma Rebus sehr dankbar, dass wir hier immer wieder die Möglichkeit kriegen, Forschungsprojekte zu machen. Aber es ist momentan schon so, dass wir uns in einer Dimension bewegen, also gerade vor dem Hintergrund der Pandemie, die uns schon sehr schnell an die Grenzen auch unserer Möglichkeiten bringt, finanziell. Also wenn es jetzt da einen Zuschauer oder Zuschauerin hat oder eine Firma da draußen, die das Potenzial von dieser Idee, wo du jetzt gerade hier bringst, was noch in den Kinderschuhen steckt, aber eigentlich wissenschaftlich fundiert schon ist, es müsste eigentlich nur noch in die Marktreife und die ganzen Zulassungen dann kriegen. Ja, Entschuldige, da darf ich gleich noch ein bisschen präzisieren. Also von Kinderschuhen und so her, das könnte missverständlich sein. Also die Methode, dass es funktioniert, steht außer Zweifel. Also das ist belegt, darüber wissen wir Bescheid. Unsere Hürde, und das ist natürlich, jede Forschung ist mit Risiko verbunden, es gibt keine Erfolgsgarantie, aber dass wir von diesem ganz sicher funktionierenden Prinzip zu einer klinisch anwendbaren Lösung kommen. Auf diesem Weg befinden wir uns gerade. Wenn natürlich, ich sage es jetzt einmal sehr salopp, wenn bei den Zuseherinnen und Zusehern jetzt ein Investor sitzt und sagt, anstelle vielleicht irgendwelche derivativen Produkte zu kaufen oder mein Portfolio in diese oder jene Richtung noch zu erweitern, gebe ich einmal ganz konkret Geld in die Forschung, um die photodynamische Inaktivierung voranzubringen, um vielleicht die Dekontamination der Atemwege zu unterstützen, um beim Einsteigen in Flugzeuge, beim Einsteigen in Kreuzfahrtschiffe, beim Betreten von Krankenhäusern, beim Betreten von Räumen die Übertragung von diesem Coronavirus vielleicht zu reduzieren, um in der Influenza-Zeit die Sicherheit zu erhöhen, um die Sicherheit bei Endoprothesen zu erhöhen. Dann ist das natürlich willkommen, da würde ich mich freuen, aber also ich finde das unglaublich sinnvoll. Also echt unglaublich unterstützungswürdig. Und wenn jemand da wäre, könnte sich an dich direkt wenden. Ich kann Kontakt, ich bin jetzt nicht darauf vorbereitet, hier ist live halt. Geld einzuwenden, aber natürlich ich bin nicht der Finanzmanager, aber ich würde dann entsprechend Kontakte natürlich herstellen. Ja. Gut, also wir würden einfach mal die Kontaktdaten unten einsetzen und dann kann man mal schauen, was passiert. Ich hoffe sehr, dass dieses Projekt mit dieser Idee, was unglaublich zeitgemäß ist und mir ein gutes Gefühl gibt, dass man das unterstützt, finde ich großartig. Aber ihr macht so oder so Ihren Weg, weil das muss kommen. Ja. Also danke, dass ihr uns auch da die Plattform bietet. Wir sind derzeit sehr gut unterwegs. Es ist nur gerade vor dem Hintergrund der Pandemie der Zeitdruck auch enorm groß. Normalerweise geht man einen Schritt nach dem anderen, aber jetzt ist doch die Situation so, dass wir uns bei jedem Schritt, den wir gehen, schon nicht nur den nächsten, sondern auch schon den übernächsten und den übernächsten Schritt planen und überlegen. Und gerade wenn es dann an die klinische Anwendung geht, da explodieren die Kosten förmlich. Ja, im Labor ist es schon, gerade wenn man mit Keimen arbeitet, kostenintensiv aufgrund der Sicherheitsvorschriften, die hier erforderlich sind. Ja. Wenn man dann an die klinische Anwendung geht, dann gerät man in kleineren Ländern natürlich sehr schnell an die Grenzen der finanziellen Möglichkeiten. Das ist völlig klar. Tja, ich hoffe, vielleicht irgendein Pharmakonzern sich da auch noch interessieren würde, weil mal schauen. Wir sind auf alle Fälle offen. Ja, das sehe ich auch so. Also, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Für mich sehr interessant gewesen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch mit überraschenden Wendungen im Gespräch drin. Er weiß genau, wo seine Kompetenz ist. Und das hat mir sehr gut gefallen, aber auch gefallen, wie er als Wissenschaftler agiert und uns hier Wissen schafft. Das heißt ja Wissenschaft, man schafft Wissen und das kommt so schön heraus. Ein Arzt, der wirklich auch noch Dozent ist, als Professor tätig ist und noch Wissenschaft betreibt, ist echt cool für uns gewesen. Es macht Spaß und Freude. Ja, das glaube ich, ja. Ihnen wünsche ich alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zu einem anderen Mal und auf Wiedersehen miteinander.